Herzlich willkommen zurück zu Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und heute habe ich etwas von Chilling Scares für uns. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Hier ist Chilling Scares als Bonus für heute. Viel Spaß! So, Chilling Scares, wir haben hier 6 verstörende Videos aus dem Internet. Schauen wir mal. In this first video, an avid cave explorer on YouTube known by the channel name Exploring Abandoned Mines and Unusual Places is exploring an abandoned mine for the simple purpose of reviewing a flashlight. Das ist echt, also alte Minen, Tunnel und sowas, Höhlen, da spannen sich bei mir jetzt schon die Nerven. During the video, you can hear as the explorer goes into detail about the flashlight and demonstrates its use in the mine he's exploring. However, while talking to the camera about both the mine and the flashlight he's reviewing, the explorer hears what he first thinks to be wind blowing through the mine. Though many believe the audio sounds like a very disturbing whispering or talking sound. Okay, this is a review and demonstration of the through night. Okay, also er will eigentlich nur seine Taschenlampe demonstrieren. Er hat da eine super neue Taschenlampe und er möchte, weil er halt auch solche Plätze ständig besucht, möchte er halt an so einem Platz wie so einer alten Mine jetzt da auch diese Taschenlampe demonstrieren. TN12 handheld flashlight that you see here. Das ist sehr windig, ja. Sieht doch so aus. Okay, that's the portal to the wall deck mine. I'm inside. The wind has kind of died down a little bit and it's not raining, so I managed to stay dry. Of course, I'm inside this little alcove kind of, but anyway, you come down this little incline path and then big boulders here you have to climb over, and then the tunnel's right behind me this way. So let's check it out. Let's get in here. And like I said, this light has 5 levels. I believe it's on medium right now, which is level 3. So this would be high. And this would be turbo, which is really bright. Schön hell. And then this is firefly, which is hardly anything. And then that would be low. And then medium. Medium seems to be the best one. Not too bright, not too dim. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timber, so they had to put big ones. Das ist echt eine alte Mine, ne? Eine richtig alte Mine. In here to hold up all of this rock. You can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Es hörte sich an wie so Flüstern. Ja. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but Nee. Das hört sich an, als wenn irgendwo in so einem Nebengang oder halt ein bisschen weiter weg wie so ein Ritual stattfindet und alle in so Kutten und dann irgendwas vor sich her murmeln. wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. These next 2 videos come from the same exploring YouTube channel shown earlier. This time, however, the explorer visits an abandoned, supposedly haunted mine in Nevada known as Horton Mine. Also der Typ, der besichtigt wohl nur solche Minen und sowas, ne? Schon cool irgendwie. The first time he visits, he claims to feel negative energy coming from the mine, and what he witnesses goes to support his claim. However, with the popularity of the first visit, the YouTuber decides to visit the abandoned mine a second time, this time hearing something very disturbing. Here are both of those visits to the mine. Okay, here's a lower adit at the Victorine mine. I believe this was an older mine,
that once they dug the upper tunnels, this got incorporated. Sie da einfach so, also das ist doch hier, das hält doch niemanden davon ab, in diese Mine zu gehen. Das ist doch nicht gesichert. Das ist einfach so ein offener Mineneingang. Also es wird hier in Deutschland aber anders gehandhabt, oder? Werden da nicht solche Eingänge wieder verschlossen und so? Into the same claim or whatever. Okay, we can go in here and just take a quick look. I don't think I'm going to explore this Da hängen ja noch Ketten und sowas. Ey. particular mine. There's a little bit too much water in here, and I know this mine is really old, but yeah, water in a mine. I do see other footprints here in the mud, but I just don't think it's wise to go in here when there's water. Try to avoid this if I can. Yeah, this looks pretty sketchy. Ja. I'll go a few feet further in. Das sieht so ein bisschen so wie so eine, nach so einer Apokalypse, ne, irgendwie. Postapokalyptische Mine. Cool. Check it out, but I think I'm going to pass on this one. This is one of the creepiest mine tunnels I've ever been in, just because of how dilapidated it is and all these chains hanging down from the overhead, and there's a shot looking down the tunnel. Here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in. Ah ja. And Ist er doch ein bisschen reingegangen. looking down the tunnel here. Oh, warum sind wir jetzt mit den Ketten los da hinten? Aber wie die schwingen. I don't know why that one chain is swinging back there. Also ich hätte ja jetzt gesagt, ne, durch den Wind vielleicht. Aber so extrem, das hätte man ja irgendwie mitgekriegt bei so einem Durchzug, oder? Die ist ja, und vor allen Dingen alle anderen bewegen sich ja nicht, bis auf die eine da noch, aber sonst gar keine. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm gonna head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. Echt gruselig. And obviously something is making the chains swing. Ist halt so, das habe ich für mich so festgestellt, wenn ich Clips aus Minen sehe und Höhlen und so oder auch paranormale Ermittlungen aus Höhlen oder Minen, habe ich auch schon ein paar gesehen. Und die Leute, die empfangen da ganz starke Signale, ja, ganz starke, sei es nun auf einem Portal oder halt einfach nur mit einem EVP-Gerät zum Aufnehmen, egal, es sind immer Stimmen da, immer Stimmen und so weiter und auch nie freundlich, ja, immer mehr dämonisch, keine Geisterstimmen oder sowas, ne? Also jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, ja, was weiß ich, das ist irgendein ehemaliger Arbeiter, der da zu Tode gekommen ist oder so in so einer Mine, sondern es sind immer richtig teilweise böse, dämonische Stimmen. Und ich habe so für mich jetzt festgestellt, oder ich bin fest davon überzeugt, dass umso tiefer man sich befindet, also wenn man in Höhlen geht, Minen oder Tunnel, also unter die Erde, und umso tiefer, umso schlimmer wird das, umso mehr paranormale Phänomene nimmt man wahr, auch mit technischen Geräten, und umso dämonischer wird es. Ja, jetzt natürlich mystisch gesehen die Hölle, ja, und so. Weiß ich nicht, ob das daran liegt. Keine Ahnung, aber das habe ich so für mich festgestellt. Die dämonischsten Signale aus einer anderen Welt, so nenne ich es jetzt mal, habe ich gehört bei Videos und Ermittlungen im Bereich des Paranormalen, die halt unter der Erde stattgefunden haben. Ist halt so. So, time to get the hell out of here. Ah, er geht nochmal hin. Okay. Okay, the Horton mine still has some water coming out of it. You can see it kind of pooled up here outside, and here's the portal. So let's go check this out. See if it's any drier than it was a year ago. Na, stimmt. When I was last here. Stimmt, das Wasser steht nicht ganz so hoch. Okay, I'm Oh ja, further in than I der Boden, der ist auch nicht mehr so vom Wasser bedeckt. Ne? Der war ja, als er ein Jahr vorher da war da ja bestimmt 20 Zentimeter Wasser. was a year ago. And that's how far I've come.
Boah, aber ganz ehrlich, ne, warum macht er das alleine? Das ist super gefährlich, ne? Wenn ihm ja was passiert, dann ist aber wirklich, dann ist alles aus. Wer findet den denn da? Okay, here's a final parting shot of the end of the Horton Tunnel. Das Wasser muss höher gestanden haben. Seht ihr, wie hoch die, sind das die Ketten von gerade? Nee, ne, nein, sind sie nicht. Okay, ich wollte schon sagen. And Doch, das sind die Ketten, oder? there's the ore pass with all the cascading water. Das sind die Ketten, also muss das Wasser doch mindestens 1 Meter hoch gestanden haben. And what the fuck is that? Das hört sich so an. Vielleicht hat diese Mine mehrere Eingänge. Oder auch halt dann noch woanders einen Ausgang. Und als wenn davor irgendetwas wäre, was jetzt gerade irgendwie Alarm gemacht hat oder so, halt einfach Straßengeräusche. Und das halt natürlich da drin. Das hörte sich doch jetzt eher an wie, was weiß ich, irgendwie ein Alarmsignal und eine Stimme und so, aber jetzt nicht wie ein Geist oder sowas. I don't know what that was, but there was a sudden blast of cold air, and I'm getting out of here. Ja, ich will will da nichts ausschließen, ganz ehrlich. So wie da vorhin da die beiden Ketten gewackelt haben. A man named Clem Schultz and his wife lived in Fairdale, Illinois during one of the most destructive tornadoes in the history of Fairdale. Wow, also Tornados sind auch echt gruselig, ne? Ja, da würde ich mir echt in die Buchse machen, ganz ehrlich. Also Tornados und Tsunamis, ganz, ganz grausam. Sehr unberechenbar. Alter Schwede. Bin echt froh, dass ich dort lebe, wo es keine gibt. Zumindest nicht solche. During the storm, Clem took a video from the top floor of his house as he saw the giant tornado get Der ist closer. nah. Clem thought the tornado would miss his house, when in fact it was coming directly towards him, all while he was still recording. Unfortunately, Clem's wife would pass away because of the intensity of the tornado, while Clem would receive a terrible spine injury. The phone he took Oh. Seine Frau ist dabei gestorben und er war schwer verletzt. the video on was later discovered in the rubble of his home, and this is what the video was able to capture. Warum sind die denn nicht in den Keller gegangen oder so? Ach Gott, die Leute, ne? Die kriegen doch Tornado-Warnungen. Alter Schwede. Das ist faszinierend, ne? Aber. Wow. This next video Deftig, ne? Deftig, heftig. shows a man exploring the Paris catacombs, which is a place very well known for causing people to get lost. They are a Ja, die Katakomben unter Paris, also auch mit den Gebeinen und so da. Viele Legenden und Mythen ranken sich darum. Angeblich verschwinden da auch Leute und so. In Wirklichkeit hat man da halt damals nur ihre Toten runtergebracht, die Gebeine, weil kein Platz für Friedhof, die Pest wütete. Und das ist heute einfach eine Touristenattraktion. essentially the most complex series of tunnels in the world. Definitely not somewhere you'd want to find yourself exploring without experience. Ja, viele versuchen auch da ohne Führung rumzulaufen und so ist natürlich nicht gerade schlau, weil es auch sehr verwinkelt ist und es sehr viele Gänge gibt und so. Ja, ist man dann auch ein bisschen selbst schuld, wenn man da mal verloren geht. The video shows this man getting lost and going into a full panic run as he doesn't know where to go to get out. The man was never found, but his camera later was, with no trace of the guy. Ja, das ist It's very bizarre. These arrows point in a direction.
Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. So basically, he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs, other than the point of view shots or pictures of human bones. The catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace his itinerary to some extent. Ja, also das sieht mir auch aus, als wenn das schon ein paar Jahre alt ist. Und es gab ja auch damals einen Film namens Catacombs, der auch in den Katakomben unter Paris spielte und so weiter. Also war so ein leichter Hype, so einen kleinen Hype gab es darum. Und da wurde auch dann einiges drüber berichtet halt. Ja. Ich will mich jetzt trotzdem nicht erschrecken. We hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, he's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, he's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. Also gehen wir mal davon aus, die Geschichte stimmt. Und der Typ hat sich da verlaufen, ist da umgekommen und man hat halt nur die Kamera gefunden. Oder er ist verschwunden, man hat halt nur die Kamera gefunden. Es ist gut möglich, dass derjenige, der da alleine die Katakomben besichtigt hat, halt auch nicht mehr rausfand und dann in Panik verfiel. Der muss noch nicht mal vor irgendetwas Angst gehabt haben, sondern einfach nur die Angst, dann nicht mehr rauszukommen. Und hat dann in Panik, ist er rumgelaufen, hat den Ausgang gesucht. Kopflos natürlich, also mit Kopf, aber kopflos ohne Ziel und hat natürlich den Ausgang nicht gefunden. Und deswegen atmet er auch immer schneller. Er rennt, er hat Angst, Panik. Ja, eventuell hat er seine Kamera dann verloren und sich verlaufen. Und wer weiß, was mit ihm passiert ist. Ja, vielleicht gammelt er dann noch irgendwo rum. Deswegen niemals alleine, Leute. Niemals. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, ja, weg ist er. Ja, Panik, ne? Ganz schlimm. Muss jetzt nichts Paranormales gewesen sein halt, ne? Ja, das war's auch. Ja, fand ich sehr interessant. Kurz, knackig, top. Ich stehe auf Minen und Tunnel und Höhlen und so weiter. Finde ich echt klasse. Hat Spaß gemacht. Danke, Schilling-Scares. Ihr findet unten in der Beschreibung natürlich wie immer alle Links zu dem Video von Schilling-Scares und zum Kanal natürlich auch. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich empfehle mich. Haltet die Ohren steif. Adios.